Hallo, ich bin der Peter von der Polo Akademie und heute geht es um das Thema Pflege der Bekleidung. Wir fangen jetzt mal mit dem Helm an. Die Saison ist vorbei. Ihr habt hoffentlich euer Motorrad vernünftig eingemottet. Dazu gibt es auch schon bereits ein Video. Und jetzt möchten wir uns ein bisschen um die Bekleidung kümmern, weil macht keinen Sinn, die Bekleidung dreckig, versifft oder sowas auch einfach ins Regal zu legen. Von daher, ihr pflegt natürlich euren Helm eh schon in der Saison, aber nach der Saison, bevor es ins Regal geht, solltet ihr auch nochmal an das Thema rangehen. Fangen wir außen an. Wir haben die Außenschale und das Visier. Hier haben wir natürlich normalen Dreck von draußen drauf, aber hauptsächlich unsere schönen Mücken und Fliegen. Wir haben so einen schönen Helm- und Visierreiniger im Sortiment. Sprüht es einfach drauf. Nicht zu viel, ne? Nicht nach dem Motto viel hilft viel, das klappt nicht immer. Sprüht es mal drauf und gibt dem Mittel aber ein bisschen die Möglichkeit zu arbeiten, einzuwirken in das ganze Thema. Ein Lieferumfang dabei ist ein Schwamm. Keine Sorge, einfach wirklich auch über das Visier. Man ist immer so ein bisschen vorsichtig beim Visier, man will keine Kratzer haben, aber wie ihr seht, ich gehe da wirklich einfach drüber. Das gibt auch keine Kratzer, ist wirklich dafür gemacht. Da gibt es noch so eine etwas grobere Seite, gerade hier für außen, für die Lackteile, für die ganzen Mücken, die sich da mal so richtig reingepresst haben, damit ich da mal richtig dran schrubben kann, damit mein Helm wieder ordentlich aussieht. Ich habe hier so leichte Kratzer, sehe ich auch in dem Helm. Sowas kriegt man ganz gut schon mal mit so einer ganz einfachen Politur weg. Wenn die jetzt nicht ganz tief sind, da einfach mal mit so einer Politur drüber gehen. Wie gesagt, das Visier vernünftig abwaschen. Wir haben so ein schönes Mikrofasertuch im Programm. Richtig schön dick und keine Nähte dran, nicht irgendwas umgenäht, wo nochmal so ein Garn irgendwie kratzen kann. Damit einfach wirklich richtig großzügig über diesen Helm drüber rubbeln. Ihr seht, da habe ich auch gar keine Schäufe oder gibt es auch keine Kratzer, gar nichts, gerade beim Visier. Und ich denke mal, das seht ihr auch schon in der Kamera, dass dieser Helm schon wieder vernünftig glänzt. Und ich denke mal, für euch ist es ja auch sieht es schöner aus, wenn ihr den Helm aus dem Regal rausholt zum Saisonstart und er sieht schon von außen vernünftig sauber aus. Bleiben wir außen beim Thema noch. Wir haben ja oben diese Belüftungsschlitze, hier und im Kinnbereich auch. Da sammeln sich natürlich auch schon mal Dreck drin und ganz besonders so Reste von Fliegen. Wer einen Kompressor zu Hause hat, mal kurz mit Druckluft durch. Ich habe hier so ein Druckluftspray, das haben wir auch im Sortiment. Wirklich einmal in die Kanäle, einfach mal überall, hier unten auch, gerade hier sammeln sich immer so schön diese Mücken, da einfach mal reinsprühen, damit auch da der Dreck mal raus ist aus dem ganzen Thema. Visier. Ihr könnt natürlich auch bei jedem Helm das Visier abmontieren. Würde ich auch immer empfehlen, gerade jetzt zur Grundreinigung. Dann kann man es auch von innen ordentlich sauber machen. Und ihr kommt direkt an die Visiermechanik dran. Da einfach, wenn sie geschraubt sind, vielleicht mal kurz auch mal die Schrauben prüfen, zu schauen, ist das auch alles noch fest, vernünftig für die nächste Saison. Wir haben hier immer diese Dichtungen für das Visier, um das vernünftig abzudichten. So ein Gummi, wissen wir alle, das wird irgendwann spröde. Härtet vielleicht ein bisschen aus. Da würde ich immer empfehlen, so ein Silikonspray. Ich nehme mal den Lappen hierfür. Wir kennen das so von Autotüren. Das ist so der Klassiker, wo man sagt, die Türgummis ein bisschen mit Silikonspray oder sowas. Auch hier mal so dünn drüber. Diese ganzen Dichtungen. Natürlich nicht zu dick, sonst gibt es irgendwann einen Schmierfilm am Visier. Einmal noch mal kurz drüber wischen, damit die auch schön geschmeidig sind und auch sauber. So, der Helm ist von außen vernünftig gereinigt. Wir haben alles uns angeschaut. Kommen wir zum Innenleben. Grundsätzlich erstmal, wir haben hier drin eine Helmkalotte, das ist dieser Styroporkern, der die Dämpfung aufnimmt im Falle eines Unfalls. Wir wollen es nicht hoffen, aber es passiert leider immer mal wieder. Er saugt sich irgendwann voll mit Schweiß. Wir schwitzen alle darunter, bleibt nicht aus, der Schweiß kann nicht komplett nach draußen, er geht in diese Helmschale rein. Das heißt, so ein Helm wird auch über die Zeit schwerer und wir wissen alle, Schweiß ist sehr aggressiv. Das heißt, er greift auch diesen Styropor an. Also macht euch auch mal Gedanken darüber, wie alt ist mein Helm überhaupt, wie viel habe ich ihn schon getragen. Ist es vielleicht an der Zeit, sich einen neuen zuzulegen, anstatt ihn zu reinigen. Euer Helm ist noch in Ordnung, ihr wollt ihn nur von innen reinigen. Helmpolster. Gerade dieser Bereich, Wangenbereich. Was passiert damit? Wir haben Schweiß, gerade schon gesprochen, wir haben Dreck, Staub von draußen, bei Frauen Schminke. Dieser Bereich ist als erster, der damit in Kontakt kommt. Dieses Polster ist wie eine Art Schaumstoff, saugt sich immer mehr voll. Irgendwann verklebt es und der Schaumstoff kann nicht mehr in die Ursprungsform zurück. Das heißt, er weitet sich in dem Bereich, der Helm passt nicht mehr optimal.
ist auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Das heißt, so ein Helmpolster sollte man auch regelmäßig reinigen, nicht nur nach der Saison. Ihr könnt es im eingebauten Zustand machen, das Polster hier vernünftig reinigen. Bei den meisten Helmen oder bei fast allen kann man die Polster komplett rausnehmen. Jetzt, wenn wir so ein Winterreinigungspaket machen, da würde ich es empfehlen, mal komplett rauszunehmen. Die beiden Wangenpolster, ihr könnt auch das ganze Innenleben komplett rausnehmen. Wir haben so einen schönen Reiniger dafür, Helmpolsterreiniger, der nicht nur den Dreck da rausholt, sondern auch eine schöne Frische da reinbringt. Jeder kennt das mal, irgendwann fängt so ein Helm so ein bisschen an muffig zu werden. Das holen wir auch da raus, diesen ganzen muffigen Geruch. Sprüht ihn schön ordentlich ein. Auch hier im Lieferumfang wieder dabei ein vernünftiger Schwamm. Schön einreiben das ganze Thema und auch hier wieder gebt ihm ein bisschen Zeit, um zu arbeiten, um den Dreck zu lösen in dem ganzen Schaumstoff. Nehmt euch ein sauberes Handtuch dazu oder ein Papiertuch. Ich nehme jetzt mal dieses Mikrofasertuch und dann nachher den Dreck, der gelöste, wirklich aus diesem Polster rausreiben. Ich rieche schon diesen netten Effekt. Es ist nicht wirklich penetrant, es ist einfach nur ein bisschen Frische in dem Helm. Lasst das Polster vernünftig abtrocknen, bitte nicht sofort wieder einbauen und irgendwo in die Ecke stellen, sondern einfach trocknen lassen. Ihr habt ein bisschen Zeit, baut den Helm zusammen. Wo lagere ich den Helm am besten? Bitte nicht irgendwie in der Garage neben dem Motorrad, weil es alles schön aussieht. In der Garage ist immer Feuchtigkeit, die Polster ziehen Feuchtigkeit. Entweder fängt er dann auch an zu muffen oder es fängt an zu schimmeln. Nehmt einen vernünftigen Helmsack, wenn euer Helm vernünftig sauber gepflegt ist, packt ihn ein und lagert ihn schön trocken irgendwo im Keller, am besten im Regal. Euer Helm ist gereinigt, ist fit für die nächste Saison. Und wenn ihr noch ein paar Tipps braucht für eure Bekleidung, schaut euch die anderen Videos an und da sehen wir uns.